eine neue Zahl, die jetzt vor meinem Alter steht, und das hat mich wirklich niedergerissen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Vadikap Pipi, Vadikap Tukon. Im heutigen Video möchte ich euch einfach ein bisschen was Persönliches aus meinem Leben erzählen, was sich so die letzte Zeit alles getan hat. Das Video war eigentlich schon überfällig. Da geht es um einfach ein paar Themen: Verlängerung der Extension of Stay, Verlängerung des Führerscheins hier in Thailand, dann noch ein paar andere Sachen. Das werdet ihr dann aber alles in dem Video erfahren. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt wünsche ich euch mit dem Video ganz viel Spaß. Seit dem 1. Juli 2025 bin ich jetzt nun bereits 4 Jahre hier in Thailand. Gehe jetzt also ins 5. Jahr, was mich persönlich tierisch freut. Ich genieße oder habe auch die bisherige Zeit hier wirklich sehr genossen. Hoffe, dass ich das auch noch einige Jahre hier genießen kann, weil das Land ist einfach toll. Ist ein wunderschönes Land mit tollen Menschen, mit einer tollen Kultur. Dementsprechend stand aber natürlich auch einiges an, was es zu erneuern gab, so als auch der Führerschein, den ich verlängern musste. Den Führerschein, den ich damals gemacht habe, der hatte zuerst eine Dauer von 2 Jahren. Da gab es einfach ein paar Tests, die man da machen musste. Das möchte ich euch einfach kurz ein bisschen erzählen. Möchte aber auch gleich hier sagen, das, was ich hier alles in dem Video erzähle, das bezieht sich alles rein auf die Provinz hier in Sakon Nakhon. Das kann in anderen Provinzen ganz anders sein. Deswegen nutzt einfach die Kommentare nicht, um irgendwelche unhöflichen Kommentare zu schreiben. Das sind einfach die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe in Sakon Nakhon, in der Provinz Sakon Nakhon. Und wie gesagt, das kann woanders ganz anders sein. Und deswegen gebe ich euch hier einfach meine Erfahrung weiter. Der Führerschein hier in Thailand, der wird ausgestellt oder verlängert auf der Behörde DLT, also Department of Land Transport. Dort kann man hingehen, beziehungsweise man sollte sich einfach vorher auch einen Termin dort buchen, weil ansonsten wartet man unter Umständen 2, 3 oder auch 4 Stunden, bis man denn drankommt. Mit dem Termin, den man dann im Vorfeld bucht, weiß man dann genau, wenn man kommen kann, kommt dann auch sofort dran. Also ja, da gibt es dann keine lange Wartezeiten. Ja, dann geht es eigentlich dann schon los. Man muss dann eben noch ein Formular ausfüllen. Muss auf jeden Fall auch seine Tambien Ban dabei haben. Also dieses Hausregisterbuch muss man dabei haben als Ausländer. Dann natürlich auch noch eine Passkopie, wo man dabei haben muss. Und dann geht das Ganze eigentlich schon los. Als erstes wird dann meistens, sage ich mal, so ein Reaktionstest durchgeführt. Also man sieht dann quasi eine Ampel. Wenn die Ampel dann auf Rot schellt, ja, muss man dann im Prinzip bremsen. Dann gibt es noch einen Farbtest, den man machen muss. Das wird auch mit einer Ampel durchgeführt, wo man dann quasi Tasten drücken muss, rot, gelb oder grün. Dann gibt es noch, sage ich mal, einen Sehfeldtest, den man machen muss, wo dann diverse Lichter links oder rechts auftauchen, wo man dann im Prinzip die Seite angeben muss. Dann gibt es noch einen räumlichen Test, den man machen muss, wo 2 Stäbchen in so einer Box hin und her fahren, wo man dann angeben muss, wenn die Stäbchen auf gleicher Höhe sind. Und das war es dann eigentlich schon. Wenn man die Tests durchlaufen hat, dann geht es dann eigentlich schon an den Schalter, um sich den Führerschein ausstellen zu lassen. Ich habe jetzt den Führerschein für weitere 5 Jahre verlängert. Also das erste Mal gilt der 2 Jahre. Und dann kann man eben entweder auch wieder 2 Jahre oder 5 Jahre wählen. Ich habe dann für 5 Jahre gewählt. Dann wird noch ein hübsches Foto von einem gemacht und dann wird der Führerschein auch schon ausgestellt. In meinem Fall hier wurden mir 2 Führerscheine ausgestellt. Das ist nicht so wie in Europa bekannt, dass es halt eine ID oder einen Führerschein gibt. Hier in Thailand bekommt man für jede Fahrzeugklasse seinen eigenen Führerschein. Also musste ich im Prinzip fürs Auto und fürs Motorrad einen Führerschein lösen. Ja, das Ganze, ich glaube, nagelt mich nicht fest, aber kostet irgendwie um die 470, 480 Baht. Und dann war der Führerschein auch schon verlängert. Jetzt gibt es noch eine kleine Unterbrechung in eigener Sache.
Dieses Video dürft ihr natürlich wie immer fleißig kommentieren. Würde mich natürlich auch freuen, wie es bei anderen, in anderen Provinzen aussieht, wie es da abläuft. Schreibt es gerne in die Kommentare. Natürlich dürft ihr das Video auch wie immer fleißig liken. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer, die erst jetzt auf mich gestoßen sind, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst dann einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Vergesst nicht, dieses Abo, das ist für euch nur ein kurzer Klick, kostet euch auch kein Geld. Und für mich und für alle YouTuber ist es einfach ein tolles Feedback, dass wir da richtig unterwegs sind. Also scheut euch da einfach nicht, den Abo-Button zu drücken. Sag jetzt schon mal im Vorfeld vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt geht's weiter. Ja, Ende August kam dann noch die größere Hürde oder stand dann noch die größere Hürde an. Das war die Verlängerung der Extension of Stay. Also quasi die Aufenthaltsgenehmigung oder die Jahresaufenthaltsgenehmigung hier in Thailand. Da habe ich dann immer große Panik davor. Braucht man oder hat man wieder alle Formulare dabei? Ich habe mich dann natürlich im Vorfeld auch erkundigt, was dort wieder für Regularien anstehen, was man alles mitbringen muss. Also ja, man geht dorthin, füllt erstmal dieses TM7 aus, dieses Formular, im Prinzip der Antrag auf die Extension of Stay. Dann muss man dabei haben natürlich Kopien von seiner Tham Bien Ban, auch hier wieder vom Hausregister. Von seinem Passport muss man das natürlich auch die Kopie dabei haben, denn die ID von der Frau muss dabei sein. Dann muss am gleichen Tag noch ein Banknachweis, also Proof of Income gemacht werden. Das muss auf der Bank dann jeweils gemacht werden. Es müssen dort 400.000 Baht auf dem Konto liegen, mindestens 2 bis 3 Monate vorher. Mir ist nichts bekannt, dass das auch danach noch auf dem Konto liegen muss. Macht natürlich Sinn, wenn es einfach permanent dort liegt. Ich habe das Visum eben auf Basis verheiratet gemacht und dann ging es weiter. Dann hatte ich so ähnliche Probleme wie der liebe Olaf von dem Kanal Mein Leben in Thailand. Da würde ich euch das Video auch mal noch oben verlinken von ihm, wie das bei ihm in der Provinz Chainat aussieht. Das sieht dort nochmal ein bisschen anders, aber doch auch ein bisschen ähnlich aus. Hatte dort, sage ich mal, ein bisschen ähnliche Probleme, auch bezüglich dem Zertifikat, dass man auch tatsächlich verheiratet ist. Das war mir auch nicht bewusst, dass ich das jährlich dabei haben muss. Hatte das also vergessen, war aber in unserem Fall kein Problem, weil dieses Zertifikat kann man sich hier im Isan in jeder Gemeinde ausstellen lassen. Deswegen mussten wir dann halt nochmal raus, weg von der Immigration, mussten ein aktuelles Zertifikat holen. Das haben wir dann auch geholt, haben wir dann auch bekommen. Gab dann zwar da auch nochmal kurze Bedenken, weil ich ja kurz darauf oder davor denn meinen Reisepass noch verlängern hatte, meine Passport-ID, also nicht mit der im Zertifikat übereingestimmt hat, aber das konnte sich dann auch alles schnell klären. Was denn bei mir auch noch gefehlt hat, was mir auch untergegangen ist, wir brauchen bei uns auch noch einen Zeugen, der dabei sein muss oder sollte. In unserem Fall, die Immigration hat uns dann netterweise natürlich nicht weggeschickt, weil der Zeuge nicht dabei war. Es hat dann ausgereicht, ich habe dann schnell mit unserem Bürgermeister telefoniert, habe dann gefragt, ob er mir quasi seine ID kurz schicken kann. Er hat mir dann seine ID geschickt, hat mir dann auch zusätzlich noch seinen Bürgermeisterausweis geschickt. Die Immigration war dann dort sehr beeindruckt. Das ging dann auch so, wir haben das dann per Line übermittelt. Es ist einfach, sind sehr viele Dokumente, dann werden noch Fotos verlangt von uns. Es müssen 2 Fotos vor dem Haus gemacht werden, also vor dem Tor, wo dann auch die Hausnummer mit dem Namen steht. Es müssen dann auch noch 2 Fotos direkt vor der Eingangstür gemacht werden und im besten Fall einfach noch 2 Fotos von innen. Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Das sind alles Dinge, die man da eben beachten muss. Dann wird bei uns noch, wird akzeptiert der Google Maps Ausdruck, also quasi die Fahrt vom Haus hier zur Immigration muss in Google Maps eingegeben werden, kann ausgedruckt werden.
Es heißt zwar auch oft in anderen Provinzen, dass es da eben auch noch handschriftlich gezeichnet werden muss. Das ist bei uns nicht der Fall hier in Sakko-Nakhon. Und jetzt auch hier nochmal der Hinweis, die Erfahrungen, die ich euch da jetzt hier mitteile, die habe ich hier in Sakko-Nakhon in unserer Provinz gemacht. Das kann in anderen Provinzen auch mit der Extension of Stay ganz, ganz anders aussehen. Deswegen lasst einfach Kommentare zu schreiben, dass ich keine Ahnung habe oder so. Ich erzähle euch hier keine Lügen. Das sind einfach Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie es bei mir abgelaufen ist. Die Dokumente werden dann nach Khon Kaen geschickt, kommen dann anschließend, ja, im besten Fall nach 2 bis 3 Wochen, kommen die dann zurück wieder nach Sakko-Nakhon. Und dann muss man dort bei der Immigration in Sakko-Nakhon wieder vorstellig werden und muss denn dort oder bekommt denn dort seinen Stempel. Was ich auch noch vergessen habe, früher war es so, also am Anfang zumindest bei mir noch so, ich musste immer Passfotos dabei haben, aktuelle. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, zumindest ist nicht mehr danach gefragt worden. Werden denn dort direkt Fotos gemacht an dem Schalter. Das ist so auf jeden Fall so der letzte Stand, wie es dieses Jahr abgelaufen ist. Und ja, mittlerweile habe ich Gott sei Dank den Stempel jetzt auch wieder bekommen. Bin also wieder legal unterwegs hier in Thailand. Bin auch legal mit dem Führerschein wieder unterwegs. Auch da möchte ich nochmal sagen, weil ich oftmals höre, für was brauche ich dieses gelbe Tham Bien Ban, für was brauche ich die pinke ID. Man vereinfacht sich hier einiges. Es hat diverse Vorteile. Ich kann mit der Tham Bien Ban und mit der ID kann ich auch Fahrzeuge kaufen, Neufahrzeuge kaufen, wenn ich das will. Brauche es eben auch, um den Führerschein zu verlängern. Hab, sage ich mal, auch an gewissen Orten, sage ich mal, auch freie Eintritte oder noch vergünstigte Eintritte quasi gleichzusetzen wie die Thais hier auch. Ja, ich bin einfach der Meinung, auch was den Führerschein betrifft, in jedem anderen Land hat man auch eine gewisse Zeit, in der man den Führerschein von dem jeweiligen Land sich ausstellen lassen sollte. Also sollte man es auch tun und dafür braucht man eben auch diese Tham Bien Ban und die ID. Also ja, wenn ich da manchmal lese oder höre, dass man das nicht braucht, dass das überflüssig ist hier in Thailand, ich bin einfach auch der Meinung, das hat auch ein bisschen was mit Integration zu tun. Wenn man hier leben möchte, dann soll man das doch einfach auch tun. Die Dokumente, die man da ausfüllen muss, da wird man nicht gebissen. Also ja, für mich ist es einfach selbstverständlich, dass man das auch macht in dem Land, wo man denn eigentlich leben möchte. Genauso wie der liebe Olaf natürlich auch, musste ich auch feststellen, dass dieses Jahr, ja, es gab nicht wirklich große Änderungen bezüglich der Extension of Stay, aber es gab auch nicht wirklich eine Vereinfachung von dem Ganzen. Und das finde ich auch, sage ich mal, der hier erst seit 4 Jahren lebt, doch, sage ich mal, ein bisschen traurig. Wäre sicherlich auch schöner, wenn Thailand da ein bisschen offener wäre, den Ausländern das ein bisschen einfacher machen würde mit dem Visum, mit der Jahresverlängerung. Weil ich denke, dass für die Ausländer, die hier leben, vielleicht eben so wie Olaf auch schon über 10 Jahre hier leben, dass es einfach, sag ich mal, ab 5 Jahre oder so eine Vereinfachung von dem Ganzen geben würde, ist aber im Moment irgendwo noch nicht so in Sicht. Das finde ich persönlich einfach ein bisschen traurig, weil ja, die Ausländer, die hier eben permanent leben, die sollte man doch auch irgendwo schätzen wissen, weil die haben sich, denke ich, auch irgendwo integriert und möchten hier auch sicherlich nicht mehr weg. Und deswegen sollte man da schon mal drüber nachdenken, ob man das Ganze nicht ein bisschen einfacher gestalten kann. Auch im Hinblick auf Work Permit, also dass man hier eventuell auch mal ein bisschen was arbeiten könnte oder so. Da bin ich einfach der Meinung, da ist Thailand nach wie vor noch ziemlich streng. Und dort sollten sie doch ein bisschen offener werden. Also wie gesagt, da bin ich einfach der gleichen Meinung wie der liebe Olaf. Dann gab es aber auch noch natürlich letzte Woche ein bisschen was zu feiern und das erzähle ich euch jetzt. Ja, es sind da eben wieder 2 Videos ausgefallen. Das hat auch einen Grund gehabt und zwar bin ich letzte Woche Freitag 50 geworden. Für mich ist das einfach eine schreckliche Zahl, eine neue Zahl, die jetzt vor meinem Alter steht. Und das hat mich wirklich niedergerissen. Nein, ist natürlich völliger Quatsch. Aber ich hatte natürlich
einiges zu tun gehabt. Wir wollten das natürlich auch ein bisschen feiern hier in Thailand. Ich hatte mich dieses Jahr dazu entschlossen gehabt, das Ganze beim Neffen zu feiern. Und dementsprechend hatten wir da auch ein bisschen was vorzubereiten. Gleichzeitig an dem Wochenende, also mein Geburtstag war am Freitag, dann am Samstag, Sonntag, war bei uns hier im Dorf, im Tempel bei uns hier im Dorf noch ein größeres Fest, quasi wie so ein Erntedankfest. Auch da gab es eine Menge vorzubereiten, habe da auch ein bisschen mitgeholfen und dementsprechend hatte ich wirklich gar keine Zeit dafür und wollte natürlich aber eben auch meinen Geburtstag genießen, mit der Familie zusammen, mit den Freunden zusammen. Ich habe dieses Jahr bewusst davon kein Video gemacht. Es gibt sicherlich Fotos, aber habe bewusst einfach kein Video gemacht, weil ich einfach das Ganze auch dieses Mal genießen wollte. Letztes Jahr, wisst ihr ja, habe ich ein Video gemacht. Wer das nicht gesehen hat, auch das würde ich da oben dann mal verlinken. Für mich ist es dann immer ein bisschen anstrengend, kann mich dann auch wenig um die Gäste kümmern, wenn ich dann nebenbei auch noch filmen muss. Und dementsprechend hatte ich mich dieses Jahr dazu entschlossen, auf das Video zu verzichten. War aber wirklich ein wunderschöner Geburtstag. Es gab ein kleines Feuerwerk, natürlich gab es auch Kuchen wieder für die Kinder. Die Kinder hatten eine riesige Freude. Rundum waren alle glücklich und das hat mich einfach zufrieden gemacht. Und ich sage auch hier nochmal an alle, die dort zu meinem Geburtstag waren, vielen, vielen Dank. War ein wirklich ganz, ganz toller Geburtstag. Hat mir tierisch gefallen und war schön, dass ihr alle da gewesen seid. Jetzt habe ich eben die 5 vor meinem Alter und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, dass die 6 noch nicht so bald kommt, aber hier in Thailand gemäß verfliegt die Zeit eigentlich. Deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hoffe zumindest, dass ich gesund bleibe, weil nur so kann man das Ganze hier dann auch völlig ausschöpfen und völlig genießen. Dann würde ich jetzt so langsam sagen, kommen wir zum Schluss von dem ganzen Video. Ich sage an alle auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht war das Video für den einen oder anderen nicht so interessant. Ich denke aber, dass auch einige dabei sind, die es interessiert, wie das hier in der Provinz bei uns abläuft. Deswegen, das Video hatte ich eigentlich schon lange geplant und deswegen wollte ich das jetzt einfach diese Woche hier mal bringen und auch mal ein bisschen was Persönliches erzählen, dass ihr auch wisst, was bei mir so die letzte Zeit los war. Dass da doch auch ein paar Behördengänge zu machen waren. Dass auch deswegen hier und da mal ein Video ausgefallen ist, ist klar. Dann würde ich wie immer sagen, passt auf euch auf da draußen, bleibt gesund und dann sehen wir uns ganz, ganz sicher zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. Maybe you